Manche Dinge im Leben sind einfach wie Zitronen. Auf den ersten Blick ein bisschen sauer, aber voller Kraft. Und manchmal braucht es genau das. Etwas, was auf den ersten Blick unscheinbar ist, aber was wirkt. Zitronensäure ist für mich genauso ein Helfer. Keine ungesunde, toxische Keule, sondern schlicht, klar und vielseitig einsetzbar. Kein Duft, kein Schnickschnack, aber zuverlässig in dem, was sie tut. Ich habe sie nicht immer verwendet, aber heute ist sie für mich aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, ob in der Küche, im Bad oder bei der Wäsche. Und deshalb möchte ich euch heute mal ein bisschen was darüber erzählen, was man mit Zitronensäure alles machen kann und wo sie bei mir zum Einsatz kommt. Und wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt gern dran und viel Spaß mit dem Video. Von Zitronensäure habt ihr bestimmt schon alle mal gehört. Aber was ist das eigentlich genau und was hat das überhaupt mit Zitronen zu tun? Zitronensäure ist eine milde Fruchtsäure, die ursprünglich tatsächlich aus Zitronensaft gewonnen wurde. Heute wird sie meistens durch Fermentation von Zucker hergestellt, mit Hilfe eines Schimmelpilzes namens Aspergillus niger. Klingt erstmal nicht so lecker, aber ist mittlerweile ein bewährtes Hausmittel, geruchlos, biologisch abbaubar und vielseitig einsetzbar. Man bekommt es entweder als weißes kristallines Pulver oder bereits fertig verdünnt in flüssiger Form. Und weil sie kalklösend, fettlösend und leicht bleichend wirkt, kann man sie fast im ganzen Haushalt einsetzen. Zum Entkalken, Reinigen, Einweichen oder sogar zum Flecken entfernen. Ich selber habe immer beide Arten da. Einmal die kristalline Zitronensäure, wenn ich jetzt größere Mengen brauche, und die flüssige, wenn es schnell gehen soll oder ich gezielt eine Stelle behandeln will. Für mich ist das gerade im Bad oft sehr praktisch. Zum Beispiel ganz speziell bei den Kalkrändern in der Toilette. Die loszuwerden ist gar nicht so einfach. Aber ich habe da einen guten Trick. Ich tränke nämlich ein paar Lagen Toilettenpapier mit flüssiger Zitronensäure und lege sie direkt an die betroffenen Stellen unter den Rand. Dann lasse ich das Ganze über Nacht einwirken und am nächsten Morgen ist der Kalk komplett verschwunden. Das geht übrigens auch für diese braunen Streifen, die sich manchmal da so abzeichnen. Ja, und das Ganze geht ohne Schrubben, ohne Gestank und ohne toxische Keule. Wir haben hier ziemlich kalkhaltiges Wasser bei uns und darum muss unser Duschkopf auch hin und wieder entkalkt werden. Und auch dafür nehme ich Zitronensäure. Ich fülle einfach eine Schüssel mit warmem Wasser, gebe da 2 Esslöffel von der kristallinen Zitronensäure dazu und lege den Duschkopf einfach rein. Nach circa 2 bis 3 Stunden ist dann der Kalk gelöst. Das Ganze mal gründlich sauber machen und schon kommt das Wasser wieder gleichmäßig aus allen Löchern und spritzt nicht mehr wild in der Gegend rum. Übrigens geht das Ganze auch mit der Regendusche. Die muss man aber dafür abschrauben. Ich habe das jetzt nicht gemacht, denn dafür muss mein Mann da sein. Da muss einer auf die Leiter steigen und mich festhalten, damit ich nicht runterfalle. Auch unsere Wasserhähne müssen regelmäßig entkalkt werden. Das bleibt leider bei dem hohen Kalkgehalt hier in unserem Wasser nicht aus. Man kann dafür entweder den Perlator abschrauben, dafür braucht man so einen kleinen Perlatorschlüssel, eine kleine Kunststoffschraube, die da genau reinpasst. Aber ich habe mir irgendwann eine andere Lösung besorgt und zwar so eine kleine Gummihilfe. Die nennt sich Limay-Entkalker. Den füllt man einfach mit einem Gemisch aus Zitronensäure und Wasser und stülpt ihn dann über den Wasserhahn, lässt das Ganze über Nacht einwirken und am nächsten Morgen ist der Kalk weg. Gerade auch im Wohnmobil ist das super praktisch, weil sich da die Wasserhähne oft nicht zerlegen lassen. Man kann das Ganze übrigens auch mit einer Plastiktüte machen, die man mit einem Gummi befestigt. Das habe ich früher auch mal so gemacht. Aber mit dem Limay geht es einfach schneller und sauberer. Und wenn euch das Teil interessiert, kann ich das auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken. Und nur der Transparenz halber, den habe ich selber gekauft. Auch die Waschmaschine kann man übrigens wunderbar mit Zitronensäure entkalken. Gerade bei hartem Wasser lagert sich ja da oft Kalk im Inneren ab. Das verkürzt zum einen die Lebensdauer und lässt die Maschine auch mehr Energie verbrauchen.
Ich gebe fürs Entkalken einfach 2 Messlöffel von der kristallinen Zitronensäure direkt ins Waschmittelfach und lasse sie dann einmal im Leerlaufprogramm durchlaufen. Ich nehme meistens dafür 30 Grad, man kann auch 40 Grad wählen, aber bei 60 Grad wird es kritisch, denn dann kann die Zitronensäure mit dem Kalk reagieren und eine sogenannte Calciumcitratverbindung bilden. Die setzt sich dann fest und macht am Ende das Ganze noch viel schlimmer. Also einfach bei 30 oder 40 Grad bleiben und so bleibt die Waschmaschine sauber, läuft ruhig und man muss sich nicht ständig über die Verkalkung ärgern. Bei uns sind ja Glaskaraffen und Edelstahlflaschen oft in Verwendung und auch die bekommt man mit Zitronensäure wieder richtig schön sauber. Vor allen Dingen, wenn sich dort so Kalkränder oder bräunliche Belege gebildet haben. Aber auch Thermoskannen, Blumenvasen, Wasserkocher, Kaffeekannen, Eierkocher, PET-Maschinen und sogar Teekannen lassen sich damit wunderbar entkalken. Ich nehme Zitronensäure übrigens auch für meinen Kaffeevollautomaten. Vom Hersteller werden ja oft diese teuren Spezialentkalker empfohlen, aber das war mir irgendwann zu teuer, also bin ich einfach auf Zitronensäure umgestiegen und was soll ich sagen, das klappt genauso gut. Und letztens habe ich übrigens noch einen Geheimtipp bekommen. Gelbliche Schweiß- oder Deoflecken in weißer Kleidung lassen sich auch super entfernen mit Zitronensäure. Dafür einfach einen Teelöffel im warmen Wasser auflösen und die Kleidung ca. 1 bis 2 Stunden darin einweichen und anschließend ganz normal waschen. Und schon ist man die hartnäckigen Flecken los. Aber auch beim Einkochen kommt Zitronensäure zum Einsatz. Die sorgt nämlich dafür, dass selbstgemachte Marmelade oder Gelee nicht nur länger haltbar ist, sondern auch noch die schön leuchtende Farbe behält. Ja, man kann auch beim Einwecken von Obst eine kleine Menge Zitronensäure ins Wasser geben, damit es nicht braun wird. Also wie man sehen kann, Zitronensäure ist nicht nur für Bad und Küche, sondern auch für die Wäsche absolut nützlich. Wir trinken ja hier zu Hause überwiegend nur gefiltertes Wasser, aber meine Männer, die mögen hin und wieder auch ganz gern mal Sprudel. Deshalb haben wir schon seit über 10 Jahren einen SodaStream hier im Einsatz. Und damit das Gerät auch schön lange funktioniert, entkalke ich es regelmäßig mit Zitronensäure. Denn wenn sich der Kalk einmal in den Düsen festsetzt, merkt man das ziemlich schnell, dann spritzt nämlich das Wasser plötzlich in alle Himmelsrichtungen. Zum Entkalken fülle ich einfach die Glaskaraffe mit lauwarmem Wasser und gebe ein bisschen flüssige Zitronensäure dazu. Dann schraube ich die Flasche ganz gewohnt ins Gerät und drücke nur einmal kurz auf den Sprudelknopf. Nur so weit, dass sich die Lösung gut verteilt, aber eben nichts aufsprudelt. Das Ganze lasse ich dann mindestens 30 Minuten stehen, manchmal auch ein bisschen länger. Und in der Zwischenzeit putze ich dann das Gerät schon mal schön sauber, dann habe ich die Zeit nämlich gleich sinnvoll genutzt. Anschließend schraube ich die Flasche wieder ab und gieße die Zitronensäurelösung noch direkt in den unteren Behälter, damit der auch gleich entkalkt wird. Am Schluss, da spüle ich alles nochmal mit klarem Wasser nach und sprudel nochmal mit frischem Wasser auf und das war's auch schon. So bleibt nämlich der SodaStream schön kalkfrei und funktioniert tadellos und wir können weiterhin leckeres Sprudelwasser genießen. Ich kaufe schon lange keine herkömmlichen Putzmittel mehr, sondern stelle alle meine Reiniger selber her. Von daher natürlich auch mein Badreiniger. Und dafür habe ich ein ganz einfaches und wirkungsvolles Rezept. Ich nehme einfach so eine 500 Milliliter Braunglasflasche mit Sprühkopf und gebe da ca. 400 Milliliter gefiltertes lauwarmes Wasser rein. Dann gebe ich zuerst ein paar Tropfen mildes ökologisches Spülmittel dazu, einen Esslöffel flüssige Zitronensäure und anschließend noch 1,5 Esslöffel Essigessenz oder wenn ich nur Essig habe, dann ein bisschen mehr davon. Zum Schluss gibt es noch ein paar Tropfen ätherisches Öl, ich liebe ja Zitrone oder Lavendel mit dazu. Das Ganze einmal vorsichtig schwenken und schon ist es fertig. Ich benutze das Spray hauptsächlich für Toilette, Waschbecken, Dusche, Fliesen und auch für die Badewanne. Kalkrückstände und Seifenreste lassen sich damit super entfernen, ganz ohne scharfe Chemie, aber trotzdem effektiv.
Und das war es auch schon mit meinem kleinen Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Ideen mitbringen, wie vielseitig und praktisch Zitronensäure im Alltag sein kann. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Zitronensäure verwendet und wofür. Ich freue mich über den Austausch und ich kann mit Sicherheit auch noch was dazu lernen. Ich sage jetzt mal danke fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne als Dankeschön und Wertschätzung einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es wieder was Neues gibt. Ich sage jetzt mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!